Zum Hambacher Fest, nun populär geworden, strömen Zehntausende. Der liberale Abresch schwenkt eine Fahne mit der Aufschrift Deutschlands Wiedergeburt. 300 Handwerker schmettern das Lied Hinauf, Patrioten, zum Schloss, das ein Journalist mit ihnen rechtzeitig eingeübt hat. Im Takt marschieren Kaufleute, Ärzte, Pfarrer, auch kleine Leute. Franzosen und Polen berichten über Revolutionen in ihren Ländern. Wohin man schaut, die Völker kämpfen um Freiheit. Und die Deutschen? Ohne Beseitigung der Fürstenthrone gibt es kein Heil für das Vaterland, ruft ein Redner aus. Die Menge applaudiert. Aber wie organisiert man Revolutionen in 30 deutschen Staaten gleichzeitig? Mittagspause, das Essen kostet Wucherpreise. Ein Platzregen dämpft das Pathos der Revolution. Nach dem Fest wurden Redner wie Siebenpfeifer angeklagt. Das Urteil? Freispruch, denn unter den Geschworenen gab es Gleichgesinnte. Genau wie bei Johann Wirth. Beide Wortführer erhielten dennoch 2-jährige Haftstrafen wegen Beamtenbeleidigung. Die Obrigkeit fühlte sich bedroht, nicht nur in Bayern, wo das Hambacher Fest stattgefunden hatte. Spitzelberichte alarmierten die preußische Regierung. Aufruhr in Frankfurt. Die Fürsten reagierten mit Gewalt und setzten sich durch. Aber sie hatten nur scheinbar gesiegt, denn es wuchs eine Macht heran, die man nicht einsperren konnte. Sie war unsichtbar. Die Macht der Information. Jeder zweite Deutsche konnte lesen. Und es wurden immer mehr. Mit der Schnelldruckpresse stiegen die Auflagen. In den Tageszeitungen las man Nachrichten aus der Heimatstadt. Kritische Artikel waren natürlich verboten, aber die Zensur hatte Lücken. In Fachzeitschriften für Literatur und Wissenschaft wurde manches offene Wort geführt. Wer sich Bücher und Zeitungen nicht leisten konnte, lieh sie in Bibliotheken aus oder ging ins Café. Zeitungen und Bücher brachten die große Welt in den Alltag der kleinen Leute. Die Leser hatten Anteil an den öffentlichen Dingen, an den großen Fragen des Staates und der Politik. Reine Informationen unterlagen nicht der Zensur. In der Augsburger Allgemeinen Zeitung liest man über einen Massenaufstand in Schlesien. Es war im Juni 1844 in den Ortschaften Langenbielau und Peterswaldau. Wer hier wohnt, arbeitet als Weber. Der Lohn eines Einzelnen reicht nicht aus. Frau und Kinder, auch die Jüngsten, arbeiten mit. Glücklich, wer eine Ziege besitzt. Ihre Milch ist wertvoll, zumal die Preise für Nahrungsmittel steigen. Die Weber leben am Rande des Elends, wie die meisten Menschen auf dem Land. Seit 1800 steigt die Bevölkerungszahl dramatisch, aber der Bedarf an Arbeitskräften steigt nicht. Viele Menschen müssen hungern. In einigen Städten verdient jeder 3. Einwohner zu wenig, um sich durchzubringen. Armut ist zum ersten Mal in Deutschland ein Massenphänomen. Im Juni 1844 beginnen die Weber in Schlesien, ihre Hunde zu kochen und aufzuessen. Die Ziegen sind längst geschlachtet. Sie haben kein Geld mehr, denn von heute auf morgen gibt man ihnen nur noch 40% des bisherigen Lohnes. Das bedeutet den Hungertod. Die Weber sind Heimarbeiter. Firmen wie Dierich und Zwanziger liefern ihnen Baumwolle ins Haus, aus der sie Tuche weben. Diese Arbeit wird schlecht bezahlt, aber andere gibt es nicht. Die Lohnkürzung auf 40% stürzt Tausende in Verzweiflung. Sie bitten den König um Hilfe. Sie versuchen schneller zu weben. Alles vergeblich. Die Öffentlichkeit ist entsetzt über diese Not. Heinrich Heine dichtet sein Weberlied. Im düstern Auge keine Träne. Sie sitzen am Webstuhl und fletschen die Zähne. Ein Fluch dem Gotte, zu dem wir gebeten, in Winterskälte und Hungersnöten. Ein Fluch dem König der Reichen, den unser Elend nicht konnte erweichen. Ein Fluch dem falschen Vaterlande, wo nur gedeihen Schmach und Schande. Altdeutschland, wir weben dein Leichentuch. Wir weben hinein den dreifachen Fluch. Wir weben. Wir weben.
In England produzierte eine einzige Baumwollfabrik ebenso viel Garn wie in Deutschland 200.000 Arbeiter am Spinnrad. Eine Cartoon-Druckmaschine konnte in einer Stunde so viel Stoff bedrucken wie 200 Weber in Handarbeit. Die englische Textilindustrie war fabrikmäßig organisiert mit mechanischen Webstühlen. England produzierte hochwertige Stoffe zu viel geringeren Kosten als Deutschland. Mit diesen guten und preiswerten Erzeugnissen konnten deutsche Firmen, die sich nicht rechtzeitig auf neue Methoden umgestellt hatten, nicht konkurrieren. Sie gerieten in eine Absatzkrise und senkten deswegen die Arbeitslöhne. Hunderttausende Weber in Deutschland waren betroffen, die schlesischen besonders hart. Am 4. Juni 1844 verlassen die Weber aus Langenbielau und Peterswaldau ihre Webstühle. Sie sammeln sich vor den Häusern ihrer Firmenherren und erbitten mehr Lohn. Spott schlägt ihnen entgegen. Darauf stürmen sie die Wohngebäude und zertrümmern das Mobiliar, die Spiegelfenster und Porzellane. Militär rückt an und feuert in die Menge. Es gibt Tote und Verwundete. 150 Aufständische werden verhaftet. Die Ruhe ist wiederhergestellt. Im selben Jahr 1844 schreibt Ferdinand Lassalle an seinen Vater: Merkt ihr was? Hört ihr's Gewittern am Horizont? Fürchtet euch nicht, es wird diesmal vorübergehen und noch einmal vorübergehen. Aber dann wird's einschlagen. 4 Jahre später bricht in Frankreich eine Revolution aus. Im März 1848 schlägt es auch in Deutschland ein.
Einige Wochen lang besaß das Volk die Macht. Alle deutschen Staaten erhielten liberale Regierungen. Die Fürsten waren wie gelähmt und gaben nach. Man ließ sie auf ihren Thronen sitzen. Der zweite Akt der Revolution fand in Frankfurt am Main statt. 600 gewählte Abgeordnete des Volkes zogen in die Paulskirche ein. Die erste deutsche Nationalversammlung. Sie wollte den ersehnten Nationalstaat gründen, eine gerechte Verfassung ausarbeiten und die Freiheit festigen. Alles gleichzeitig und alles friedlich. Parteien bildeten sich, die Linke, die Rechte, die Mitte. Man gab sich demokratische Spielregeln. Aber die Zeit verrann und die Probleme wuchsen. Blutige Aufstände von Unterschichten, Kriegsdrohungen des Auslandes, Nationalitätenkonflikte im Osten. Das Parlament debattierte monatelang. Unsere Abgeordneten kommen mit der Revolution nicht voran, klagte das Volk und wandte sich ab. Die Fürsten und das Militär hatten Zeit, sich neu zu formieren. Sie beseitigten die liberalen Regierungen mit Gewalt und setzten der Revolution ein Ende. Die Parlamentarier mussten die Paulskirche räumen. Sie hatten keine Soldaten. Am Heiligen Abend 1848 lagen lustige Geschenke auf den Gabentischen, Figuren zum Ausschneiden. Es waren die Prominenten der Paulskirche, die Kämpfer für Einheit und Freiheit. Nun hingen sie in den Stuben und man ließ sie als Hampelmänner zappeln. Spott und Enttäuschung lagen eng beisammen. War die Neuordnung Deutschlands auf friedlichem Wege nicht möglich? Jahre später löste Bismarck das Problem auf andere Weise, mit Eisen und Blut.